Gefällt mir nicht so gut, gefällt mir nicht so gut. Definitiv nicht. Also da muss ich noch besser werden. Da habe ich einen Fehler gemacht. So Leute, letzte Wiese, wie ihr seht, steht hier gut was drauf. Ich glaube, hier haben wir letztes Jahr keinen zweiten Schnitt gemacht, keinen dritten, keinen zweiten. Ich glaube, weil das hier so hoch war, glaube ich. Vielleicht haben wir es, aber ich weiß das nicht, müsst ihr nochmal nachgucken. Aber hier ist auf jeden Fall gut Futter drin. Ihr seht, wir sind jetzt ungefähr bei 30 Tonnen auf dem Hektar, zwischen 25 und 30 Tonnen auf dem Hektar. Ist natürlich auch ein bisschen, unten drunter liegt ein bisschen trockenes Material drin, weil im Herbst natürlich auch ein bisschen ausgewachsen ist. Das geht meistens im Winter dann wieder raus. Ich muss euch auch sagen, Leute, ich habe leider Gottes ein bisschen Material versehentlich gelöscht, was ich für euch aufgenommen habe. Deswegen ist der erste Schnitt fällt bei euch auf YouTube ein bisschen kürzer aus, als er eigentlich aufgenommen war. Es tut mir ein bisschen leid, tut mir echt leid. Ich habe da beim Datensichern versehentlich einen falschen Ordner gelöscht und das war der Ordner von der SD-Karte. Ja, fragt nicht, war früh morgens und ich habe zweimal nachgeguckt und habe es doch falsch gemacht. Naja, gut, genau, also wir sind ziemlich am Ende, letzte Wiese hier. Und ja, bei Detlef hier bei unserem Have ist leider ein Zylinder kaputt gegangen. Deswegen haben wir hier die Combo erstmal geholt, uns relativ kurzfristig. Der wird aber gleich benötigt, der Hänger, und dann haben wir erstmal nur noch 2 Transporter. Das Blöde ist ja, wir sind eigentlich gestern die ganze Zeit mit 4 gefahren. Das Blöde ist ja, die häckseln selber und können uns nicht unterstützen. Also ich habe jetzt schon ein bisschen telefoniert, aber schwierig momentan Transport zu bekommen. Und wir fahren jetzt hier noch, wir machen noch einen anderen Betrieb mit. 50 Hektar. 50 Hektar sind sie geworden, waren erst 20, 25, 30, jetzt 50 Hektar. Und die sind natürlich ein bisschen weiter weg, aber das muss natürlich in einem Fluss sein. Das heißt, wir machen ja natürlich auch erst unseren Betrieb und dann einen anderen Betrieb, sodass das auch mit der Waage und so alles passt. Das wird da auch bei der Biogas mit einseliert. Ja, was soll ich sagen, Leute? So ist das nun mal. Dann dauert das heute ein bisschen länger. Ich fahre aber, also nachher, Detlef fährt jetzt auf den Hof, stellt das ab, der Hänger wird gleich abgeholt und dann fährt Detlef weiter Häcksler. Ich habe nämlich heute Mittag Termin und ich muss unbedingt Bestände angucken und ich muss heute Nacht noch spritzen. Ich habe noch eine Spritze im Mais und eine bei den Sonnenblumen und gucken mir das gleich nochmal alles an und gucken mir nochmal die ganzen anderen Bestände an, wie es da weitergeht. Und dann sehen wir uns nachher auf dem Acker wieder. So, Sonnenblumen ohne Pflanzenschutz, Sonnenblumen mit Pflanzenschutz. Hier ist eine Fläche. Hier war sehr viel und sehr hohes Ausfallgetreide. Wir haben hier die ganzen Sonnenblumen nachgegüttelt, wie man auch hier so ein bisschen sieht. Hier lag ein Misthaufen. Da hat man immer Probleme, dass es danach vernünftig hochkommt. Ich habe, sage ich euch so wie es ist, ich habe ja mehrere Varianten dieses Jahr gefahren. Totalherbizid so 3 Wochen vor der Saat. Vorm Striptill, nach dem Striptill und direkt nach der Saat mit dem Bodenherbizid. Und ich kann euch sagen, die Variante direkt nach der Saat mit dem Herbizid zusammen ist wirklich die sauberste. Also ja, man hat natürlich eine Fehlstelle. Habe ich hier gelegt? Nee. Ich glaube, hier hat Detlef gelegt. Naja, passiert. Man hat natürlich den höheren Wasserverbrauch hier bei dem Altbestand vom Getreide, der hier war. Ja gut, jetzt kommt auch ein bisschen Dings durch. Ein bisschen Melde. Aber das Schöne ist, die Sonnenblume ist da relativ schnell weit drüber. Der Bestand sieht eigentlich so ganz gut aus. Wir hätten natürlich ein bisschen... Hier ist natürlich noch ein bisschen Feuchtigkeit da, wie ihr seht, ne? Der Punkt ist halt, wir haben hier bis vor kurzem hier auch keinen nennenswerten Wasserverbrauch gehabt. Jetzt geht's los mit dem Wachstum. Jetzt verbrauchen wir Wasser. Das ist ein bisschen der Vorteil von Sommerkulturen. Das heißt,
Getreide verbraucht ja die ganze Zeit jetzt Wasser, schon bis jetzt hierher. Und hat jetzt Kornfüllung, Blütephase, braucht jetzt maximal viel Wasser. Und jetzt haben wir wenig Wasser. Deswegen haben auch in den letzten Jahren, muss man ehrlich sagen, die Sommerkulturen gar nicht schlecht performt. Die schaffen jetzt noch 3-4 Wochen. Ja, so weiter zu wachsen. Wir haben ja hier Striptil-Verfahren, das heißt, wir haben hier, wie heißt das? Mensch, wir haben Feuchtigkeit konserviert. Mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Hier ist ein bisschen was drin, hier ist wohl eine Düse kaputt. Jedenfalls, was ich euch zeigen will. Also hier habe ich Totalherbizid nach der Saat. Ja, hier ist ein Streifen, der nicht behandelt ist. Als wenn meine Spritze hier nichts ausgebracht hat. Von da bis da. Das sieht man auch. Da. Genau. Das heißt, es ist homogen abgestorben, dann Bodenherbizid wirkt alles hervorragend. Letztes Jahr zum Beispiel den an den Windmühlen habe ich nur Totalherbizid gemacht. Da waren es pointerresistente Sonnenblumen. Da habe ich gedacht, fährst erstmal Totalherbizid und dann wartest du ab. Ja, und da war der Unkrautdruck so gering, dass ich gesagt habe, nö, machen wir nicht. Machen wir nichts mehr. Und züchterisch muss man sagen, sind die nicht pointerresistenten noch Mühe besser. Aber man hat eigentlich, das Problem ist, wenn man jetzt Unkrautdruck hier hat in dem Bestand, dann kann man nahezu nichts mehr machen bei den Sonnenblumen. Man kann da nur noch zugucken. Man kriegt Gräser noch raus, aber hier melden oder sowas kriegt man gar nicht raus. Ja, und wenn man jetzt, ich sag mal, eine andere Strategie fahren würde, dann könnte man ja, sozusagen im Nachauflauf fahren und hätte dann noch eine bessere Wirkung. Ich frage mich gerade, was hier für... Also hier ist wirklich komplette 3 Meter. 3 Meter ist auch eine Teilbreite. Ist nicht gespritzt. Hier war auch schon dunkel, hier war auch Nacht. Ich habe es noch nicht richtig verstanden. Ja, genau. Hier kommt natürlich... Guckt mal, hier haben wir ein bisschen... wie heißt das Zeug? Kamille. Und da haben wir nachher hinterher bessere Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, dass ich nächstes Jahr auf diese Variante gehe mit den Pointerresistenten. Vielleicht ist die Züchtung nicht so ertragreich, aber ich habe eine bessere Pflanzenschutzstrategie. Was man halt auch auffällt, irgendwo ist die EDX auch ja, limitiert in ihren Möglichkeiten, um ehrlich zu sein. Also das heißt beim Feldaufgang, ja, gerade hier, wenn so Spuren sind, wo die Fahrzeuge rübergefahren sind, da ist die einfach limitiert. Und das ist einfach ein Punkt von dieser Technik. Es ist, wie es ist. Auch hier, ne? Hier ist ein bisschen holpriger gewesen, ein bisschen bröckliger, ein bisschen härter der Boden. Da fehlen uns die Pflanzen, da haben wir nur 1, 2. Das liegt halt auch hauptsächlich ein bisschen an der EDX. Problem war auch gut, wir sind jetzt hier auf so einer Lehmkuppe. Da hatten wir auch ein bisschen Probleme dieses Jahr, dass der Boden nicht feinkrümelig genug war, beziehungsweise hauptsächlich nur große Brocken waren. Aber ansonsten stehen sie ganz gut. Und eins will ich euch noch zeigen. Hier nebenan ist ein Betrieb. Der hat auch eine relativ gute Strategie, muss man sagen. Der macht eine Zwischenfrucht. Und rein optisch würde ich sagen, also die Zwischenfrucht ist mit der Tigerdrill gedrillt. Und ich würde rein optisch sagen, er lockert schon mal sehr tief, 30 cm. Vielleicht auch nur 20, 25. Fährt in der Zwischenfrucht Gerste ganz normal. Und dann im Frühjahr, wenn das alles abgestorben ist, Moment, so, passt auf. Nach der Zwischenfrucht im Frühjahr nur noch, ich glaube Cruiser heißt der Leichtgrubber von Horsch, mit einem Cruiser rübergefahren. Ich würde vom Auge sagen 12 Meter und eine 12 Meter Tempo oder vielleicht beides in 9 Meter. Und man muss sagen, der Feldaufgang, ich würde sagen, über alles hat er 500 Hektar Zuckerrüben hier in dem Raum hier. Und über alles muss man sagen, der Feldaufgang ist wirklich vorzüglich. Der ist wie aus dem Bilderbuch. Viel macht er echt die Tempo und da ist meine EDX wirklich am Limit. Was auch wirklich interessant ist, hier muss man schon deutlich tiefer graben, so 2-3 Zentimeter. Bei mir war es so 1 Zentimeter tief, bis die Feuchtigkeit kommt. So, aber auch hier kommt Phacelia raus, die anscheinend ausgesamt ist vom letzten Jahr. Wir haben auch hier Gänsefuß. Das ist ein Riesenproblem. Überall. Ist richtig nervig, das Zeug. Da kommt immer wieder frisch.
Dieses Jahr ist echt tatsächlich eine Schwierigkeit, die Bestände ein bisschen sauber zu kriegen. Also das sehe ich über alles. Wenn ich hier durch die Gegend fahre, egal welche Strategie man da wählt, ist immer mal ein bisschen dreckig alles. Ja, auch Getreide, alles ein bisschen dreckig. Jo, das wollte ich euch zeigen. Und dann zeige ich euch mal die Fläche. Da habe ich die Sonnenblumen, da habe ich direkt nach dem Strip-Till das Totalherbizid gemacht. Klar war es denn zu der Saat hin schön sauber, aber dadurch hatte man danach noch eine Welle, die man nicht mitgenommen hat an Gräsern und an Kräutern. Das zeige ich euch gleich mal. Also hier sieht es eigentlich relativ sauber aus. Es kommt ein bisschen was durch. Ich glaube, hier war jetzt auch die Spritze schon repariert. Ja, war sie schon. War sie noch nicht? Ich kann euch das nicht sagen, Leute. Wir haben die Spritze repariert. Wir haben ein bisschen länger, glaube ich, auf das Teil gewartet gehabt. Oder da kam erst das Falsche. Da war ein Stellmotor für den Rücklauf, was vom Gestänge zurückfließt. Der war kaputt. Und deswegen haben die Mengen in der Teilbreitenschaltung immer nicht hingehauen. Jetzt funktioniert das aber alles. Aber ich weiß das nicht mehr, ob das hier schon alles richtig ging oder noch nicht. Genau, jetzt zeige ich euch die andere Fläche. So ziemlich selber Tag, selbe Nacht gelegt. Auch Strip-Till war nicht weit voneinander, aber wie gesagt, hier habe ich Totalherbizid kurz nach dem Strip gefahren. Was man sieht, hier kommt ein bisschen mehr aus der Zwischenfrucht raus, was letztes Jahr leider ausgesamt ist. Also wir haben nicht alles gegriffen, gerade in den Reihen so ein bisschen, wo der Strip ein bisschen Erde rübergepackt hat. Da haben wir nicht alles gegriffen und hier kommen dann auch Gräser durch. Also das ist die Variante, die mir nicht so gut gefällt, muss man sagen. Hier ein bisschen was heißt das? Ausfallgetreide und Phacelia. Das ist Serradella. Serradella. Sieht ähnlich aus. So. Ne? Und das ist der Punkt, wo ich sage, nächstes Jahr andere Strategie, wird sauber, dann würde ich kein Vorauflauf-Bodenherbizid fahren. Und dann haben wir es eigentlich auch in den Mittelkosten ein bisschen besser im Griff. A, kostet das weniger. Zweitens brauchen wir dann kein Bodenherbizid, was auch für den Boden relativ schwer ist. Genau, das ist der Punkt, den ich euch zeigen wollte. Also hier die Sonnenblumen. Ist auch eine andere Sorte, muss man sagen. Ja, hier ist auch wieder, da ist die Feuchtigkeit noch. Also hier ist noch Feuchtigkeit da. Aber der Rest ist natürlich nervig. Und was ich natürlich wirklich, also dieses Jahr muss ich das mit der Zwischenfrucht, wenn die früher gedrillt ist, dann muss ich die zwischenzeitlich nochmal abwalzen oder mulchen ist mir fast zu teuer. Vielleicht mit der Messerwalze oder irgendwie sowas nochmal gucken. Ich habe einen Schlag, da ist der Rettich ausgesamt. Ist nicht so geil. Ist nicht so geil geworden. Also das sehe ich dieses Jahr durch die Wärme letzten Herbst und ein bisschen früher kam man natürlich rein. Ist es natürlich so, dass das jetzt ja überall ausgesamt hat noch im Herbst. Gefällt mir nicht so gut. Definitiv nicht. Also da muss ich noch besser werden. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das hätte ich gleich wichtiger nehmen müssen. So, genau, sehen wir uns ja weiter. Guckt mal, hier habe ich tatsächlich Strip-Till, waren hier ein paar Tage voneinander entfernt, hinter den Baumreihen da hinten. Da sind die Sonnenblumen, wo wir eben gerade waren. Und im Prinzip dieselbe Strategie, Totalherbizid, 3 Wochen vor der Saat, wie da drüben auch. Aber hier hatten wir noch eine weitere Welle. Hier so zum Beispiel Hirsen kommen ja hier hoch und Gräser und Melde. Aber hier haben wir eine andere Strategie. Hier fahren wir einfach im Zweiblatt ein Herbizid und haben es dann sauber. Das haben wir in den Sonnenblumen nicht. Aber wenn ich sozusagen auf eine andere Züchtung von Sonnenblumen gehe, dann hätten wir es. Ja, also die sind ja sauber. Sehen gut aus. Was sagt der Boden? Der ist hier allerdings staubtrocken. Hier sind wir mit Scheibenecke durchgegangen. Nochmal vor der Saat. Und hier haben wir natürlich auch bedeutend weniger Wasser. Man sieht es auch ein bisschen den Pflanzen an. Die wellen jetzt ein bisschen mehr. Aber meist ist schon Künstler bei der Trockenheit, muss man ehrlich sagen. Also hier ist es sauber, hier wird es auch sauber. Aber seht ihr, was ich euch sagen will, selbe Strategie. Aber im Prinzip, dadurch, dass es andere Kulturen und andere Mittel sind, muss man schon überdenken, ob das passt oder ob das nicht passt, was man da macht. Und ja, in der Sache Strip-Till ist für mich neu. Werden wir natürlich
hätten wir natürlich die klassische Strategie gehabt und wir hätten gegrubbert vor der Saat, dann hätten wir da wieder einen ganz anderen Ansatzpunkt gehabt, aber dann hätten wir natürlich auch diese Welle von auskeimenden Pflanzen haben können. Also ja, beobachte hier auch immer meine Nachbarbetriebe und denen ihre Strategien. Es ist nicht zwingend immer so, dass man dann weniger Unkrautdruck hat, auch unter gepflügten Bedingungen. Manchmal verschieben sich bloß die Wellen, wann sie kommen. Ne, diese Unkrautwellen und durch die Feuchtigkeit, weniger Feuchtigkeit. Aber der Mais ist jetzt, ja, der sieht ganz gut aus. Ne? Der braucht jetzt hier nur noch wachsen. Also da sind wir fertig, Leute. Der ist fertig. Der wird nur noch gehäckselt. Das ist das nächste, was hier folgt. Das ganze Nice am Mais. Fetter rein. Ist heute fast mehr eine AKF als ein Vlog. Aber es gehört ja zu meinem Job auch, die ganzen Bestände anzugucken. So, schauen wir uns den Raps an. Der Raps steht dieses Jahr auf einem meiner besten Böden. Gott sei Dank. Es ist so, ich habe ja in dem AKF gesagt, ja, jetzt steht die Blütenbehandlung an und dann werde ich Blütenbehandlung fahren. Der Punkt ist, ich habe keine Blütenbehandlung gefahren. Aus folgenden Gründen, ganz einfach. Sklerotina braucht Wasser, um sich zu verbreiten. Das heißt, das Wasser tropft sozusagen auf den Boden und die Sporen fliegen damit nach oben, um voranzukommen, um den Bestand sozusagen zu infizieren. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt schon überhaupt keinen Regen mehr. Es war alles trocken und der Schutz hält, auch wenn maximal nur so 7 Tage ungefähr. Und dann kann man davon ausgehen, dass als der Regen kam, wäre der Schutz auch nicht mehr da gewesen, dass wir da nicht hätten viel machen können. So sieht der aktuell aus. Was wir ein bisschen haben, ist ein paar Spätblüher hier drin. Ich würde fast vermuten, das gehört eventuell zum Altraps. Ne, das gehört zum Raps, der noch hier drin ist. Also das sind die wir an der Ernte unbedingt nachher richtig brauchen, die auch wirklich viel Ertrag bilden. Ansonsten Schotenpaket sieht ganz gut aus. Hat auch schön große Schoten angesetzt. Das habe ich sich teilweise in der Region ein bisschen auf schlechteren Böden deutlich schlimmer, weil da jetzt auch das Wasser schon zur Blüte gefehlt hat. Der konnte hier vernünftig blühen. Der füllt jetzt, ne? Aber der sieht auch hervorragend aus. Der sieht nach wie vor noch schön gesund aus. Man kann natürlich gucken, ob man mal was sieht. Ja, was man hier so sieht, das kann verschiedene Gründe haben, warum hier die Knospe fehlt. Zum einen kann das schon Stress sein. Ne? Das heißt Rapswelke, glaube ich. Rapswelke oder Blütenwelke. Nagelt mich gerade nicht drauf fest. Also er kann das wegen Hitze, wegen Trockenheit, kann er die abwerfen. Die können natürlich auch wegen dem Käfer, wegen dem Rapsglanzkäfer schon abgefressen sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum die jetzt da nicht mehr da sind. Ja? Also warum jetzt hier welche fehlen. Es kann auch schon weit früher sein. Letztendlich kann der Raps noch sehr, sehr viel kompensieren, weil ihr seht das ja, er blüht ja unten drunter. Dann kann er ja immer noch sagen, die Körner sollen größer werden. Und ja, würde ich teilweise, wenn hier und da mal welche fehlen, würde ich jetzt nicht zu hoch einstufen. Aber er sieht schon gut aus. Jetzt lässt er natürlich Stück für Stück unten die Blätter absterben, ja, weil er jetzt anfängt, oben sich zu beschatten. Ne? Die fangen jetzt an, Photosynthese zu betreiben, zu assimilieren. Und damit beschattet er nachher die unteren Blätter und hört dann auf, dort unten Photosynthese zu betreiben. Dann zieht er die Nährstoffe da raus, also er entnimmt die Nährstoffe und gibt sie dann oben in den Schoten weiter. Aber ansonsten sieht er gut aus. Ja, gut, hier vorne ist durch das Gedreh an der Fahrgasse ist das ganz gut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Kommt auch eigentlich ganz gut an hier, der Raps, muss man sagen, auch in der Gegend. Wenn man so ein bisschen rumguckt, kann der schon mit den Top-Beständen mithalten. Oder würde ich auch sagen, gehört schon zu den Top-Beständen. So, hier ist, naja gut, hier ist Vorgewände, kann man natürlich nicht repräsentativ sehen. Hier war natürlich auch ein bisschen dichter, was das jetzt steht, so wie es aussieht. Hier ist das Schotenpaket nicht ganz so dick. Ja, vielleicht. Naja, obwohl, das verschätzt man sich auch manchmal. Aber das ist alles immer nicht repräsentativ. Das muss man nachher richtig anschneiden mit einem Mähdrescher und dann muss man mal gucken, wie es ist. Eins kann ich euch sagen, ich habe ja teilflächenspezifisch gearbeitet, von 28 Körner bis 21. Ich werde nächstes Jahr von 18 auf 23 gehen. Unterm Strich kann ich euch sagen, die Pflanzen, die wirklich am dünnsten standen, sind die besten Pflanzen geworden. Wirklich kräftig, groß, schöne Einzelpflanzen.
Man hat das Gefühl, selbst diese 28 Stück, was gar nicht viel ist, sind innerhalb der Reihe schon zu viel Konkurrenzdruck sich selber gegenüber. Ansonsten steht der Raps gut. Kann ich nicht meckern, Leute. Hab da nicht so viel schlecht drin gemacht dieses Jahr. Vor allem auch sehr kostengünstig. Ich habe eine Insektizidbehandlung dieses Frühjahr gefahren. Ich habe eine letztes Jahr im Herbst gefahren. Ich habe einmal Herbizid im letzten Jahr, einmal in diesem Jahr gefahren. Ich habe gar kein Fungizid genommen, weder letztes Jahr Herbst noch dieses Jahr. Ich habe 2 Gaben Stickstoff gestreut. Und von daher bin ich da recht zufrieden. Also da mit den Maßnahmen, den Raps dahin zu stellen, das glaube ich war sehr erfolgreich. Würde ich noch ernten wir ihn nicht, aber den Rest kann ich nicht mehr beeinflussen. Jetzt fehlt es natürlich an allen Ecken schon wieder an Wasser hier. Ohne Ende. Hier geht es noch, weil das hier guter Boden ist. Und aktuell muss man ja sagen, die Getreidepreise, die stürzen ja fast ins Bodenlose. Raps hat sich fast verdrittelt. Also ich habe letztes Jahr vermarktet Raps für 800 € die Tonne. Und jetzt bei 340 sind wir jetzt aktuell. Und klar habe ich ein bisschen was festgemacht, aber bei weitem nicht so viel. Ja, im Nachgang ist man immer schlau. Im Nachgang hätten wir vor einem Jahr schon festmachen müssen. Aber das weißt du ja heute nicht mehr. Von daher bin ich auch mal relativ vorsichtig mit Vermarkten. Man weiß natürlich nicht, wie viele Tonnen. Na klar, kann man immer 20-30% festmachen. Die kriegt man auch in der schlimmsten Dürre vielleicht runter. Aber wenn es Totalausfall gibt und du kriegst hier einen Hagelschaden und alles liegt und erntest gar nichts mehr, das ist natürlich ein ganz großes Risiko. Deswegen muss man da wirklich vorsichtig machen mit Vorkontrakte. Natürlich ist das eine Form, sich gute Preise zu sichern. Aber ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig. Also von daher, von der gesamten Ernte habe ich vielleicht 10-15% vermarktet, overall mit Getreide, alles drum und dran. Und das ist jetzt nicht viel und im Nachgang, ja, die Preise sind so krass gefallen. Und man hat ja noch relativ teuer Dünger eingekauft, Pflanzenschutz ist noch teuer. Gut, Maschinen habe ich zu guten Preisen fixiert gehabt. Das heißt, ich habe die ja schon in den Jahren davor abgenommen. Also nicht so doll teuer. Aber auch trotzdem jetzt mit der anhaltenden Dürre überdenkt man jetzt schon wieder so, was kannst du noch schmaler in deinem Maschinenpark gestalten. Weil es geht letztendlich, Leute, es geht um 50, 60, 70 € auf dem Hektar, die nachher wirklich total wichtig sind, dass wir die überhaupt haben. Weil aktuell sieht es aus, machen wir nicht mal 1000 € auf dem Hektar mit dem Raps, ja. Aber mit dem Getreide wird 1000 € auf dem Hektar schon eng. Wenn wir 200 € die Tonne kriegen und wir ernten da vielleicht unsere 5 Tonnen oder 4,5 Tonnen, na da Prost Mahlzeit, wie man damit Rechnung bezahlen soll. Hört sich jetzt viel an, aber wir haben ja enorm viel Kosten. Alleine 200 € frisst das Saatgut schon. Also, und dann die Maschinenkosten, die auch nicht zu gering sind. Deswegen, von daher muss man da wirklich mit einem ganz feinen Bleistift rangehen. Und auch aus der Hinsicht ist, muss man sagen, Direktsaat sehr, sehr attraktiv. Aus meiner Sicht, weil man da einen ultra schmalen Maschinenpark hat. So. Leute. Ich fahre mal ins Büro.